Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video möchte ich euch noch ganz kurz meine 3 Lieblingsfeatures der neuen Studio One Version 7 vorstellen. Die ist ja jetzt Anfang des Monats erschienen und hat einige Neuerungen mit sich gebracht und leider nicht ganz so viele Neuerungen für die Mixing Engineers. Das Ganze hat sich eher auf die Beat-Produzenten fokussiert, was natürlich aber auch nice ist für jene, die Beats in Studio One bauen. Da habt ihr jetzt deutlich mehr Funktionalitäten, nur da ich da nicht so gut bewandert bin auf dem Gebiet, würde ich das eher den Leuten lassen, die sich gut auskennen, und ich stelle euch meine Lieblingsfeatures als Mixing- und Mastering-Engineer vor, die die neue Version mit sich gebracht hat. Und da habe ich direkt eine Session für euch vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Feature 1, das ich euch vorstellen möchte, ist die Splice-Integration. Splice, für alle, die es nicht kennen, ist, glaube ich, mit einer der größten Websites, wo ihr Sound-Samples runterladen könnt, ob das Loops für eure Beats sind, Kick-Samples, Bass-Samples, Gitarren etc., Gesang, aber auch Effekte. Und hier würde ich mich mal einklinken, nämlich für das Mixen von dem ein oder anderen harten Gangster-Rap-Sound habe ich schon hin und wieder mal ein Schussgeräusch gebraucht oder ein Autoreifen quietschen, und das Ganze finden wir auch auf Splice. Und Studio One ist jetzt die erste DAW, die es ermöglicht, direkt auf Splice von der DAW zuzugreifen und die Samples von Splice per Drag and Drop in der DAW zu verwenden. Und das ist schon ein relativ cooles Feature, da sie dann dementsprechend auch hier Marktvorreiter sind. Und wie das Ganze umzusetzen ist, würde ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Auf der rechten Seite haben wir in Studio One unser Browse-Fenster, und hier konnten wir bisher ganz normal Effekte, also Plugins, Instrumente etc., alles direkt per Drag and Drop in unsere Session ziehen, beispielsweise Orion hier direkt auf den Channel drauf, und anschließend geht das Plugin auf. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, wenn ich nochmal kurz auf die Homepage gehe, hier Splice direkt auszuwählen. Dann loggt ihr euch in unser Splice-Konto ein und könnt dann beispielsweise hier oben einfach mal suchen nach Gunshot, und anschließend wird in Splice nach allen Samples oder Sounds gesucht, die diesen Titel beinhalten. Und jetzt könnte ich ganz einfach beispielsweise den ersten hier per Drag and Drop einfach in meine DAW reinziehen. Dann wird eine neue Spur angelegt und das Ganze wird direkt in meiner Session hinzugefügt, ohne dass ich erst auf die Splice-Website gehen muss, das Ganze runterladen muss und anschließend in meine Session reinladen kann. Das Ganze ist unfassbar cool, ist ein super Workflow für viele, die mit Samples oder Soundbeispielen von Splice gearbeitet haben, und ist eine große Erleichterung, werde ich zukünftig also auch sehr viel nutzen und finde ich eine super Neuerung, die die Version 7 mit sich gebracht hat. Das zweite Feature, das ich euch vorstellen möchte, ist die Integration eines globalen Knopfes für das Transponieren von sich allen in dem Projekt befindenden Spuren. Das bedeutet, ich kann die Tonalität eines Instrumentals relativ schnell switchen, das Ganze vielleicht bei einem Beat-Switch ein bisschen tiefer gestalten, dass der Übergang cleaner ist, oder allgemein coole Soundeffekte dadurch kreieren. Wir haben quasi jetzt auf jeder Spur die Möglichkeit einzustellen, ob die Tonalität, wenn sie global verändert wird, auch auf dieser Spur greifen soll oder eben nicht. Ich gehe jetzt einfach mal in die Spur, die ich hier schon solo geschalten habe, und dort finden wir jetzt hier in den Spureinstellungen den Knopf globaler Transposition folgen, und wenn ich jetzt hier den Haken reinsetze und jetzt hier beim Transponieren das Ganze beispielsweise einfach mal 6 Töne nach unten schalte, dann werden wir jetzt gleich eine Änderung im Beat feststellen, und ich spiele das Ganze mal kurz an. Also damit kann man relativ schnell coole Effekte erzeugen, ohne jetzt auf dem Masterbus oder auf jeder Spur Änderungen vorzunehmen, sondern jetzt kann man einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, ohne schnell viel kaputt zu machen, weil man es auch ja relativ zügig wieder zurücksetzen kann. Cooles Feature, gerade für die Sounddesigner unter uns.
Das letzte Feature, über das wir heute sprechen möchten, ist Feature Nummer 3 und das ist persönlich das, über das ich mich am meisten gefreut habe. Und zwar ist es die KI-gestützte Stem Separation von Instrumentals. Das bedeutet, wenn ihr euch jetzt ein Beat kauft in einer MP3 oder einer Wave-Spur und ihr möchtet dann doch lieber zum Mixen die einzelnen Spuren haben, haben wir jetzt direkt die Möglichkeit, in Studio One das Ganze zu extrahieren und auf die einzelnen Spuren runterrechnen zu lassen. Das haben andere DAWs auch schon integriert und ich möchte gleich vorweg mein Feedback dazu sagen. Ich finde es eine super Funktion, dass wir es reinbekommen haben und uns das jetzt zur Verfügung steht. Fruity Loops beispielsweise ist dort aber einfach schon ein ganzen Stücken voraus. Die Stem Separation klingt dort deutlich cleaner. Da muss Studio One einfach noch nachziehen. Ich weiß, die kommen jetzt relativ spät um die Ecke, was natürlich auch diesen Rückschritt etwas erklärt. Aber hier erwarte ich einfach von einer Top-DAW, die sich am Markt durchsetzen muss, dass das noch ein bisschen besser funktioniert. Es ist schon ein sehr, sehr funktionales Ergebnis. Also man würde damit schon gute Ergebnisse erzielen können, aber es muss meiner Meinung nach noch einen kleinen Ticken besser werden. Ich zeige euch das Ganze mal bei dem Beat, den ich gerade ins Projekt reingeladen habe. Um unsere Stems jetzt zu extrahieren, gehen wir auf unsere Beatspur mit Rechtsklick einmal drauf und gehen in den Bereich Audio und finden hier relativ weit oben den Punkt Stems trennen, der dann sozusagen die Stem Separation startet. Wir können zunächst entscheiden, was für Einzelspuren wir alles erhalten wollen und ihr seht schon, das Ganze würde also auch theoretischerweise bei einem fertig gemixt und gemasterten Song funktionieren, da wir die Vocals auch extrahieren könnten, wenn wir das wollen. Ich lasse jetzt hier mal alles angewählt, mal schauen, was er uns dann bei den Vocals extrahiert. Der Beat hat, soweit ich weiß, eigentlich keinen Chor oder auch keinen Gesang drinne. Es sind also reine Instrumentenspuren. Und anschließend betätige ich hier einfach OK und die KI-gestützte Stem Separation läuft durch. Das beschleunige ich jetzt etwas, das hat noch eine kleine Ladezeit. 2000 Jahre später. So, unsere Stems sind extrahiert und was ich besonders cool finde, ist, er mutet die Ursprungsspur. Das bedeutet, er behält die im Projekt bei, schaltet die aber auf Bypass, dass da keine Überlagerungen stattfinden. Und wir haben jetzt hier einen Ordner angelegt bekommen, wo dann sozusagen die extrahierten Stems drinne sind. Er hat jetzt für alle automatisch eine Spur angelegt und wir sehen schon, beim Gesang hat er hier irgendwie ein bisschen was erkannt, wo Gesang vorkommen soll. Da werden wir gleich mal ein bisschen separat reinhören. Eigentlich kann da theoretischerweise nichts drin sein. Vielleicht sind das auch einfach nur Artefakte, die er nicht richtig verarbeiten konnte. Ansonsten sehen die Drums, Bass und alle anderen melodischen Elemente relativ gut aus. Ich setze mir mal die Kopfhörer auf. Wir hören jetzt mal direkt rein. Als erstes interessiert mich jetzt auf jeden Fall, was er dort als Stimme wahrgenommen hat. Wir schalten das Ganze mal solo. Ich vergrößere mal den Zoom, dass wir sehen, wo das Ganze anfängt. Dann hören wir einfach mal hier hinten in die Stelle rein. Dort ist relativ viel. Also das sind melodische Elemente, die er hier einfach ein bisschen fehlinterpretiert hat. Vielleicht Synthesizer, Horns, irgendwie sowas. Auf jeden Fall etwas im mittleren bis hohen Frequenzbereich. Das würde ich mir für die Zukunft noch wünschen, dass das noch einen kleinen Ticken präziser wird. Wir machen mal weiter mit den Drums. Die klingen relativ clean. Ganz, ganz leichte Artefakte im hohen Frequenzbereich, die wir hier raushören, wo man wahrscheinlich ein bisschen zu viel mit übernommen hat. Aber ansonsten mit den Drums könnte man so jetzt schon arbeiten. Wir machen mal weiter mit dem Bass. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wir hören auch ganz, ganz leichte Artefakte, wo wieder ein bisschen von den melodischen Elementen mit reinrutscht. Es wäre jetzt nichts, wenn man den Bass und die Drums separat mixen würde, was man nicht einigermaßen in den Griff bekommen würde durch Filter oder beispielsweise auch Isotope RX, wenn man dort einfach noch ein bisschen das Ganze genau herausarbeiten würde. Man hätte aber auch nicht 100% der Soundqualität vom Ursprungsbeat. Das muss einem auch bewusst sein auf jeden Fall. Hören wir uns jetzt noch alles andere an, also die melodischen Elemente.
Ja, hin und wieder ein paar Drums mit drin, aber klingt ansonsten auch relativ gut. Jetzt hören wir das Ganze nochmal vergleichsweise zum Originalbeat und gucken mal, ob wir Unterschiede wahrnehmen würden. Für den optimalen Vergleich habe ich jetzt die Stem Separation nochmal ganz kurz im Projekt gebounced auf eine separate Spur. Das heißt, wir haben jetzt hier oben die blaue Spur, unseren Originalbeat, den ich reingeladen habe. Und die grüne Spur sind die Stem-separierten Elemente nochmal als eine Spur zusammengefasst. Und hier hören wir jetzt einfach mal schnell Referenz. Machen wir es kurz. Das Ganze hat auf jeden Fall noch Spielraum nach oben. Das wäre jetzt kein Ergebnis, mit dem ich persönlich leben könnte. Als ich jetzt den direkten Vergleich gehört habe, dachte ich mir dann doch schon, okay, man hört es doch deutlich, dass da noch Kapazitäten sind, das Ganze weiterhin zu verbessern. Gerade was die Höhen anging, dort waren so starke Artefakte drin, die das beim Mixen sehr, sehr schwierig gemacht hätten, den Sound clean zu halten, gerade im oberen Frequenzbereich. Also das ist auf jeden Fall noch nicht das endgültige Ergebnis, das ich von Studio One bzw. Presonus an der Stelle erwarte. Dort haben sie noch Nachholbedarf. Ansonsten, der Grundgedanke ist ja schon ein feiner. Es geht auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Und das soll es schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich wollte euch wirklich nur ganz kurz meine 3 Lieblingsfeatures runterbrechen und präsentieren, falls das der ein oder andere noch nicht mitbekommen haben sollte oder auf eine deutsche Aufarbeitung gewartet hat, sodass ihr jetzt auch Bescheid wisst, ob ihr auf die neue Version upgradet oder das Ganze lieber sein lasst. Die Preissituation ist auch nochmal etwas, worüber man in einem anderen Video sprechen könnte. Hier gibt es nämlich eine neue Policy sozusagen, also es wird keine weitere Studio One Version mehr geben. 8, 9, 10 wird es also nicht geben. Es wird nach wie vor alles jetzt auf der 7 laufen und ihr kauft sozusagen jedes Jahr nur die Updates für das jeweilige Jahr, die euch erwarten werden. Das ist kritisch zu betrachten. Ich bin noch kein großer Fan davon, kann das Ganze aber auch finanziell noch nicht richtig einordnen. Bis jetzt war ich so, wo ich meinte, okay, dann kaufe ich mir kein Update mehr, weil die Version habe ich jetzt, mit der arbeite ich und die neuesten Features waren jetzt keine, die mich so aus den Socken gehauen haben, dass ich dafür eigentlich diesen neuen Kaufpreis bezahlt hätte. Aber schreibt mir doch gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als jeden von euch noch einen wunderschönen Restsonntag zu wünschen. Morgen einen richtig guten Start in die Woche. Ich freue mich nächste Woche auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, euer Jeff.